Also es gibt bei Kompressoren wirklich gravierende Unterschiede. Das ist immer das Problem mit der Druckluft. Viele Kompressoren haben einfach zu wenig Leistung und sind dabei noch viel, viel zu laut. Das nervt nicht nur die Ehefrau, das nervt den Nachbarn und das nervt einen natürlich auch selbst in der Werkstatt. Und ich habe es wieder vor ein paar Wochen gemerkt. Ich habe angefangen mit dem Sandstrahlen in meiner Werkstatt und musste relativ schnell feststellen, das Ganze funktioniert zwar, aber der Abtrag ist viel zu gering, weil mein Kompressor einfach zu wenig Leistung hat. Und da habe ich mir gedacht, das musst du optimieren und da nehme ich euch natürlich mit. Und auch beim Arbeiten mit dem Schlagschrauber merkt man relativ schnell, dass einfach die Leistung fehlt. Das heißt, der Schlagschrauber dreht sich zwar, aber jetzt eine festsitzende Schraube kann man damit nicht lösen. Da fehlt einfach der Bums. Ich habe das beim Plasmaschneiden bemerkt und. Am Ende des Tages muss man sagen, von wegen, wenn man vernünftig arbeiten will, dann muss man das System optimieren oder halt sich auch mal was Neues kaufen. Ich habe hier 2, 3 kleine Optimierungsmöglichkeiten. Die bringen wirklich auch schon eine Menge. Und auf der anderen Seite habe ich für mich hier einen neuen Kompressor. Das ist so mit der leistungsstärkste Kompressor, den man noch an einer 230 Volt Steckdose betreiben kann. Das ist für mich wichtig, weil ich will auch flexibel sein. Ich will nicht nur auf Starkstrom angewiesen sein. Und auf der anderen Seite ist der bezahlbar und wirklich zuckerleise. Zumindest verspricht das der Hersteller und das werden wir natürlich auch ausprobieren. Aber erstmal fangen wir mit so kleinen Optimierungsmöglichkeiten an. Das reicht für viele oft auch immer vollkommen aus und das kann man wirklich in wenigen Handgriffen umsetzen. Was so das A und O sein sollte, ist, wenn man mit Druckluft arbeitet, dass man Schläuche, Leitungen und vor allen Dingen diese Kupplungen optimiert. Die fallen 4, 5 Mal runter, dann haben die hier irgendwelche Stellen dran, dann zischt es da dran. Das hört man in so vielen Werkstätten. Wenn da wirklich alles leise ist, dann hört man, wie die Druckluftleitungen zischen. Und das ist natürlich völlig unnötig. Das kostet natürlich Geld und das kostet natürlich extrem Leistung. Was auch sehr viele machen, ist, dass man hier vorne in so einen Behälter einfach eine Schnellkupplung einsetzt. Sowas ist in 2, 3 Minuten erledigt, kostet vielleicht 5, 6 Euro und dann hat man den riesen Vorteil, dass die Druckluft nicht alles über diese Mimik her muss, sondern dass man hier wirklich einen kräftigen Impuls hat. Also viele schwören darauf, wirklich sieht man bei vielen Handwerkern, die dann irgendwo so einen kleinen Kompressor nur haben. Dadurch wird er nicht leistungsstärker, dadurch wird er auch nicht leiser, aber man hat diesen einen knackigen Impuls und das kann natürlich helfen, wenn man zum Beispiel mit so einem Schlagschrauber irgendeine alte Schraube lösen will. Man hat diese kompletten 10 Bar und es ist, glaube ich, ein 20-Liter-Tank, die dann auf einmal raus wollen, ohne dass da irgendwas verjüngt ist, ohne dass da irgendwas unnötig bremst. Und damit kann man schon mal so ein bisschen die Leistung optimieren. Eine sehr geniale Möglichkeit ist auch einfach, das Kesselvolumen zu erhöhen. Das heißt, ich habe hier eine alte Propangasflasche, die hat ungefähr 27, 28 Liter Volumen und jetzt kann ich meinen Kessel ganz einfach damit erweitern. Das kann ich mit Verschraubungen machen, die ich mir selber zusammenbastle. Es gibt sowas mittlerweile auch schon vorgefertigt. Dann ist es einfach so, dass ich das hier ranschraube. Dann habe ich hier mein Manometer, kann das ablesen. Ich habe neulich auch jemanden gesehen, der hat sich so ein Manometer hier reingesetzt. Ist also alles möglich. Was ich im Prinzip nicht machen würde, ist mir sowas selber zusammenschweißen. Wäre mir A zu aufwendig und auf der anderen Seite, hier sind 10 Bar drin. Wenn man Ahnung hat von der Materie, ist das sicherlich alles kein Problem. Aber wenn man da als Einsteiger so rangeht oder so, das kann schon problematisch enden. Und dann ist es halt so, dass ich hier ganz einfach den Behälter befülle und habe dann hier die Abnahmemöglichkeit. Und das hat halt noch den riesen Vorteil, neben dass ich das Kesselvolumen halt erhöhe, dass ich sowas auch mobil mitnehmen kann. Das heißt, das kann ich mal mit nach draußen nehmen, kann dann irgendwo meinen Reifen befüllen oder kann auch irgendwo in irgendeiner Ecke, wo ich so mit dem Kompressor und mit dem Schlauch nicht hinkomme, ganz einfach mit Druckluft arbeiten. Zum Beispiel mal irgendwas aussprühen oder so. Das werden wir nachher auch noch mal ausprobieren. Ich schraube das jetzt erstmal fest und das ist halt auch, wie gesagt, eine sehr schöne, einfache Möglichkeit. Alle Teile, die hier verbaut sind, das sind eigentlich alles Normteile. Kann man ganz normal irgendwo so ein 3er T-Stück nehmen, kann sich sowas einfach im Campingzubehör bei eBay, bei Amazon kaufen und dann kann man hier wirklich mit loslegen. So, und da ist es mein neues Baby und ich würde mal sagen, so auf den ersten Eindruck sieht der wirklich gut aus. Wenn man so ein neues Werkzeug aus der Kiste auspackt, dann guckt man natürlich erstmal so nach der Verarbeitungsqualität, nach der allgemeinen Optik. Das sieht alles sauber lackiert aus, sauber verarbeitet aus. Also auch von der Optik her gefällt mir das so in Schwarz richtig, richtig gut. Aber die Optik ist natürlich immer zweitrangig. Wichtig ist, dass ich hiermit wirklich meine Druckluftprobleme löse. Ich habe hier maximal 500 Liter die Minute
Abgabeleistung. Das reduziert sich natürlich je nachdem, mit wie viel Druck ich arbeite. Da gibt es eine ehrliche Tabelle auf der Webseite. Das finde ich halt auch immer wichtig. Die meisten Hersteller geben immer nur die Ansaugleistung an und das ist völlig unrelevant. Ich will wissen, wie viel Abgabeleistung ich habe. Ansaugleistung kann man wirklich vergessen. Wenn ihr das bei einem Hersteller seht, würde ich gleich die Webseite wechseln. Ich habe hier einen An-Ausschalter. Habe dann hier meine technischen Daten, maximale Lautstärke 70 dB, das werden wir natürlich gleich nachmessen. Ich habe Brushless-Motoren, das heißt ölfrei, wartungsfrei. Ich habe 10 Bar maximaler Druck, ein 50-Liter-Tank und wie gesagt, was mir wichtig war, die 2,9 kW. Das heißt, ich kann das Ganze an einer normalen Steckdose betreiben. Damit bin ich flexibel. Über 2,9 kW ist dann meistens unrealistisch. Dann wird man relativ häufig Probleme mit der Sicherung bekommen. Das kann man relativ sicher noch oder betriebssicher an einer Steckdose betreiben. Und das war mir halt auch wichtig, von wegen, dass ich nicht stark stromabhängig bin, sondern eine ganz normale 230 Volt Steckdose. Ich denke mal, ein sehr schöner kleiner Kompressor. Wir messen jetzt natürlich als erstes mal die Lautstärke und ich will ihn mal einmal befüllen. Und da kann man natürlich auch gleich nachmessen, wie lange der für das Füllen braucht. Ich habe nämlich noch einen zweiten Kompressor mit ähnlichen Leistungsdaten und dann können wir hinterher mal einen schönen Vergleich machen. So, ich zeige das hier ganz ehrlich und transparent. Man sieht das, wenn ich hier normal rede. Das ist eine dB-App und dann hat man ungefähr zwischen 40 und geht dann hoch bis 60. Der soll bei 70 liegen. Das ist immer, wird gemessen auf ungefähr 1 Meter Entfernung. Ich schalte den jetzt hier also ein. Kann man sehen, ist schon mal ein ordentliches Ergebnis. Also die 70 dB erreicht er bei meiner Messung nicht. Ich habe mit der App schon verschiedene Kompressoren gemessen, habe da teilweise deutlich höhere Angaben gehabt, als die Hersteller angegeben haben. Da haben die Hersteller mir dann geantwortet von wegen, dass das normal in speziellen Messräumen gemessen wird. Und da erzielt man halt irgendwelche anderen Ergebnisse. Hier 67, 68. Das ist auch nicht ganz leise, das ist so ein bisschen als ein lautereres Gespräch. Ist aber alltagstauglich. Wenn ich das in so einem normalen Raum habe oder so, ist das wirklich angenehm für den, der da arbeitet. Und in den Nachbarräumen ist das dann kaum noch wahrnehmbar. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Ergebnis. Und ich habe jetzt schon mal nur kurz die Lautstärke gemessen. Da ist der schon voll. Also das ging unglaublich schnell. Ich mache jetzt den Kompressor aus. Und dann können wir hier einfach mal die Luft runterjodeln. Den Tank leer machen ist auch eine sehr, sehr interessante Sache. Da sieht man, wie lange man mit so einem 50-Liter-Tank wirklich arbeiten kann. Ich muss ja wirklich, weiß ich nicht, 1,5 Minuten oder so den Schlagschrauber benutzen, bis es dann irgendwann richtig in die Knie geht. Und jetzt können wir hier starten und können gleichzeitig halt den Kompressor anmachen und dann sehen wir, wie lange es braucht, diesen 50-Liter-Tank zu befüllen. Das heißt, ich versuche beides möglichst gleichmäßig einzuschalten. Jetzt kann man das schön sehen. Jetzt ist man bei 1 Minute 4, bis der Tank gefüllt ist. Also ich denke mal, das ist eine sehr schnelle Zeit. Was mich dabei auch noch interessiert ist, wie lange er braucht, bis er bei 8 Bar ist, weil da habe ich einen vergleichbaren Kompressor von den Leistungsdaten. Ebenfalls ein 50-Liter-Tank, ebenfalls 3 kW, also nochmal leicht mehr Leistung sogar. Und der schafft aber nur 8 Bar. Und das können wir jetzt ganz einfach mal vergleichen. Haben wir ganz einfache Vergleichsdaten. Weil ich sage mal, wenn man das hier zeigt, der hat 1 Minute 4 gebraucht oder so. Das ist jetzt kein Wert, den man irgendwo festhalten kann. Man muss das schon mit irgendwas vergleichen. Dementsprechend gucken wir uns mal den alten Kompressor an, wie lange der für das Gleiche braucht. So, das ist jetzt hier bei mir im Garten. Hier habe ich einen Kompressor. Das ist kein Silent-Kompressor, also kein Flüsterkompressor, sondern noch ein lauter Kompressor. Das werdet ihr auch gleich hören, was für Lautstärken der wirklich aufruft. Da denkt man manchmal, es startet irgendwo im Nachbargarten ein Flugzeug, wenn die Nachbarn das hier hören. Und den kann ich jetzt auch befüllen. Der hat einen 50-Liter-Tank, hat ähnliche Leistungsdaten. Der große Unterschied ist, der geht halt nur bis 8 Bar. Das heißt, da muss ich auf die 40 Sekunden achten, die ich eben
gebraucht habe. Und ich bin mal gespannt, wie lange der braucht. Ich weiß aber aus Erfahrung, der braucht wirklich deutlich, deutlich länger. Das ist einfach nur mal, dass wir hier so einen gewissen Anhaltspunkt natürlich haben. Ich suche hier wieder meine App raus, kann das Ganze dann hier möglichst gleichzeitig starten. Also man sieht, der braucht für 8 Bar, der ist noch nicht mal ganz bei 8 Bar, braucht er 1 Minute 30. Also das ist schon mal deutlich, deutlich länger. Und bei 8 Bar hatte ich vorhin 40 Sekunden gebraucht. Das heißt, das ist sogar mehr als das Doppelte. Also sieht man schon ganz klare Leistungsunterschiede. Der ist jetzt ungefähr 5 Jahre alt. 5 Jahre, vor 5 Jahren habe ich den mal relativ günstig geschossen. Da habe ich gedacht, mit so einem großen Tank oder so. Und der Tank ist natürlich auch von der Größe geil, aber die Leistung ist natürlich nicht sonderlich gut und der ist natürlich extrem laut. Ja, also es gibt bei Kompressoren wirklich gravierende Unterschiede. Ziel von so einem Video ist es jetzt auch nicht, irgendwen schlecht zu machen oder dergleichen. Ich habe es darum auch den blauen Kompressor bewusst umgedreht. Wollte euch das nur mal zeigen, dass es da wirklich auch gigantische Leistungsunterschiede gibt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Da kann man richtig in die SCH packen, wenn man da was kauft. Man kann sich aber auch für kleines Geld richtig schöne Sachen kaufen. Gibt es riesengroße Unterschiede. Den kleinen grünen hatte ich auch extra umgedreht, dass man die Marke nicht sieht. Hier ist es aber auch wiederum so, der braucht auch 1 Minute 30, Minute 32 war es, glaube ich, um diesen kleinen 24-Liter-Tank zu befüllen. Das ist also auch ein riesengroßer Unterschied und ist halt auch extrem laut dabei. Ne? Also ich finde den auf den ersten Eindruck und diesen ersten kleinen Versuchen wirklich sehr, sehr attraktiv. Der zieht bei mir in meine Werkstatt ein und der wird euch dann auch die nächsten Monate, Jahre hier immer begleiten. Immer wenn ich irgendwas mit dem Kompressor mache, dann wird der Kollege hier am Start sein. Das ist übrigens auch sehr, sehr interessant. Das ist eine sogenannte Venturi-Düse. Das heißt, diese normalen Ausblaspistolen kennen wir alle. Da können wir den Tisch mit abreinigen, können wir irgendwelche Bauteile mit abreinigen. Und das hat hier nochmal einen zusätzlichen Turbo. Das heißt, hier sind verschiedene Bohrungen drin. Hier strömt die Luft durch und die Luft zieht den Sog dann mit. Und dadurch kriegt man hier nochmal ein deutlich höheres Luftvolumen, mit dem man dann irgendwas ausblasen kann. Also finde ich auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Gibt es, glaube ich, schon länger, habe ich jetzt aber auch das erste Mal für mich entdeckt. Habe ich mir auch gleich mit angeschafft und dann kann man damit wirklich mal den ganzen Dreck Jetzt bin ich natürlich ein schlechtes Vorbild, sowas sollte man natürlich niemals machen. Ich habe jetzt auch mal kurz die Werkstatt durchgelüftet, bevor ich hier mit dem Video weitermache und meinen kleinen Test. Aber auf der anderen Seite wollte ich den Effekt wirklich auch mal zeigen und der Effekt ist wirklich immens. Also das ist schon Wahnsinn. Hier ist natürlich sowieso, dass der Kompressor eine wahnsinnige Luftleistung hat, aber auf der anderen Seite wird das natürlich noch mal massiv verstärkt durch diese, ich glaube, Venturi-Düse ist, glaube ich, auch der richtige Name. Ist auf jeden Fall eine geniale Sache. So, und die größte Überraschung kommt am Ende. Das ist ein ST38 Pro. Ist ein kleiner Mini-Kompressor, ist auch niegelnagelneu. Der hat einen 3-Liter-Tank, ist auch ein Silent-Kompressor, habe ich eben schon nachgemessen. Angegeben ist er mit 67 und angegeben ist er mit maximal 190 Liter die Minute. Das ist natürlich drucklos. Man kann sich aber hier auch an der Tabelle angucken, wie viel Leistung er bei welchem Druck bietet. Und bei 4 Bar kann er 108 Liter die Minute. Zumindest gibt das so die Webseite an. Und das können wir relativ einfach überprüfen. Ein Plasmaschneider braucht so etwas über 100 Liter die Minute bei 4 Bar. Und das ist dann genau der gleiche Wert. Dementsprechend habe ich hier einfach mal den Plasmaschneider angeschlossen, so Billig-Plasmaschneider. Und siehe da, dieser kleine Kompressor hier kann wirklich einen Plasmaschneider betreiben. Das muss man jetzt immer relativieren. Wir reden hier von dünnen Materialien, wir reden von so einem einfachen Plasmaschneider. Wenn man einen Plasmaschneider mit richtig Bums dran hat, 8, 9 oder 10 mm schneiden möchte, dann braucht man deutlich mehr Druckluft. Aber für so kleine Plasmaschneidarbeiten reicht so ein kleiner Kompressor wirklich aus. Das hätte ich mir also im Leben nicht vorstellen können. Und der Kompressor arbeitet dann natürlich permanent. Er ist etwas warm geworden, aber auch nichts irgendwo gravieren, dass hier irgendwas heiß geworden ist. So ein bisschen warm werden darf der natürlich.
Und dann habe ich im nächsten Moment gleich weitergemacht. Ich denke mal, wenn wir den schon mal richtig belasten, dann machen wir es richtig. Ich habe hier einfach die Gasflasche von vorhin angeschlossen, die wollte ich ja auch noch befüllen, habe die befüllt mit 8 Bar und das macht der Kompressor auch noch problemlos. Ist immer noch relativ kühl geblieben, also finde ich schon eine sehr erstaunliche, überraschende Sache. Schöner, kleiner Kompressor und der kostet so um die 100 Euro. Also finde ich wirklich spannend. Ich werde jetzt mit dieser Gasflasche noch mal ein bisschen rumspielen, weil das ist natürlich ein zusätzlicher Puffer. Das ist eine Möglichkeit, den hatte ich beim Plasmaschneiden aber nicht dran. Plasma geschnitten habe ich wirklich nur mit dem kleinen Kompressor. Den habe ich erst hinterher dann angesteckt und das ist jetzt natürlich auch eine schöne Sache. Ich kann rausgehen, kann meinen Reifen befüllen oder den Reifendruck erhöhen, überprüfen. Ich kann damit irgendwo hingehen, kann mir diese schöne Sprühdüse mitnehmen, diese Venturi-Düse, kann irgendwo was reinigen von wegen. Dafür reicht so eine Flasche alle Male aus. Also ich finde, das ist auch eine richtig schöne Lösung. Ich denke mal, ich habe heute eine Menge schöne Lösungen hier vorgestellt, die auch wirklich sehr, sehr interessant sind. Ich versuche wie immer alles unter dem Video zu verlinken. Falls irgendwas fehlt, meldet euch einfach. Wie gesagt, diese Kompressoren gefallen mir sehr gut. Der zieht natürlich hinten in meine kleine Werkstatt ein. Den zweiten hier brauche ich nicht. Und ihr wisst schon, das ist gute Sitte, dass ich hier regelmäßig auch mal was verlose. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an diesem kleinen Leistungswunder, dann schreibt mir einfach einen netten Kommentar unter das Video. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und in einer Woche nach Veröffentlichung werde ich ganz einfach einen glücklichen Gewinner auslosen, werde den über einen Kommentar informieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.